Zu Besuch in einer russischen Küche in Bad Homburg bei Familie Brandmeier. Mutter Galina ist stolz auf ihren russischen Hintergrund, nicht aber auf Russen, die sich gegen Deutschland stellen. Ich weiß noch vor ein paar Jahren, als da irgendwelche Wahlen anstanden, keine Ahnung, für Präsidentschaftswahlen wahrscheinlich. In der Gemeinde, da lief eine Frau, ja, du musst zum Konsulat, du musst unbedingt wählen. Und ich sage, ich kann nicht wählen. Putin wählen. Ich sag, schon damals habe ich gesagt, oh. Es gibt ja natürlich genug Russen, die würden schimpfen, die Deutschen sind so, die Deutschen sind so, die Deutschen sind so. Und ich sehe das ganz anders. Ich sehe das einfach, Leute, ihr wisst nicht, was ihr für ein Glück habt. Ihr werdet nicht verfolgt, ihr dürft sagen, was ihr wollt, wie ihr wollt vor allem. Da kann man doch nur loyal zu dem Staat stehen, oder? Der einem sowas ermöglicht. Die nächsten 7 Tage bin ich, Bo, unterwegs in russischen Familien, um mitzubekommen, was gerade hinter verschlossenen Türen abgeht. Ich will wissen, was der Angriffskrieg auf die Ukraine mit den Menschen macht, die im Herzen oder im Pass russisch sind, aber in Deutschland leben. Obwohl Familie Brandmeier vor 5 Generationen aus Russland ausgewandert ist, sprechen sie alle fließend Russisch. Auch die Jüngsten sollen bilingual aufwachsen, ihre Wurzeln nicht vergessen. Galinas älteste Tochter Nika bringt deswegen ihre Kinder jede Woche in die russische Samstagsschule. Also früher war das auch durchaus so, dass ich dachte, okay, es eröffnet vielleicht neue Möglichkeiten, ja auch beruflich eine andere Sprache zu sprechen, später in der Zukunft. Aber nach letztem Jahr, ja, also ich würde meine Kinder jetzt gerade nicht für ein Auslandssemester irgendwie nach Russland schicken, ne? Also der Zug ist schon mal abgefahren. Statt Vokabeln abfragen und Grammatik büffeln, sollen die Kinder hier spielerisch Russisch lernen. Beim Basteln und beim Singen. Bei Familie Brandmeier erlebe ich eine Seite des russischen Lebens, die liberale Seite. Aber es gibt auch eine andere. Ich fahre nach Berlin zum Tag des Sieges, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die den Krieg und Putin unterstützen. Dort wird die größte prorussische Demonstration Deutschlands erwartet. Eigentlich wird hier das Ende des Zweiten Weltkriegs und damit auch der Frieden in Europa gefeiert. Doch davon merke ich wenig. Stattdessen werden die Nachtwölfe, Mitglieder einer Biker-Gang, die als Putin-treu und anti-westlich eingestuft wird, bejubelt. Keiner will mit mir reden. Als Journalistin wird mir ziemlich klar gemacht, dass ich hier nichts verloren habe. Mir fällt aber jemand auf, der nicht mitbrüllt und ein Regenbogenabzeichen trägt. Wir kommen ins Gespräch. Hier sagen viele, dass das, was gerade in der Ukraine geschieht, ist rechtens, dass Faschismus da soll besiegt werden. Es ist schrecklich zu hören, weil ich habe auch heute hier auch ganz viele nationalistische, antisemitische, homophobe Sprüche gehört. Konstantin ist Mitte 30 und mit 14 Jahren nach Deutschland gekommen. Er ist froh darüber, auch weil er als schwuler Mann in Russland nicht frei leben kann. Er lädt mich und meinen Kameramann und Übersetzer Georg zu sich nach Hause ein. Bei seiner Mutter Ludmilla läuft jeden Tag russisches Staatsfernsehen. Sie findet den Krieg nicht gut, aber sieht keine Alternative zu Putins Politik. Die Ukraine als solche hat nie existiert. Den Staat der Ukraine gab es nicht, verstehst du? Der Staat hat nie existiert. Mit solchen Falschaussagen wird Konstantin zu Hause ständig konfrontiert. Ein Leben zwischen den Welten. Seit Ausbruch des Krieges unterstützt Konstantin junge queere Russen, die nach Deutschland geflohen sind, auf der Suche nach Sicherheit und Akzeptanz für ihre sexuelle Orientierung. Auf einer seiner queeren Touren durch Berlin lerne ich Andrei und Daniel kennen. Sie sind erst 20, verheiratet und wurden von ihren Familien verstoßen. Wenn ihr so irgendwann mal Kinder habt, glaubst du, du wirst denen das Russische mitgeben, die russische Kultur? Das ist eine sehr schwierige Frage. Wenn das Kind darüber etwas lernen möchte, dann werden wir natürlich im Rahmen des Möglichen darüber erzählen. Wir werden die Geschichte aber nicht umschreiben, sondern sagen, wie es wirklich war. Und nicht idealisieren, so wie jetzt manche russische Deutsche Russland idealisieren, sondern so erzählen, wie es ist und wirklich war.
In 7 Tagen erfahre ich auf 7 unterschiedliche Art und Weisen, was es heißt, russisch zu sein. Dabei begegnen mir Menschen, die sich entwurzelt fühlen, wütend sind oder sich nach einem Russland sehen, das geformt ist aus Erinnerungen und Träumen.